gewisser Weise ist die Hälfte von dem, was ich sagen wollte, schon erfüllt in dem Moment, in dem Sie hier reingekommen sind. Denn ich bin hingekommen, um mit Ihnen über ein Wunder zu reden. Und das klingt ja in den säkularen Zeiten, in denen wir leben, erstmal ein bisschen seltsam. Wunder gibt es nicht, alles hat eine rationale Erklärung. Aber damit haben wir auch ein bisschen die Fähigkeit verloren, uns zu wundern, Fragen zu stellen, warum bestimmte Dinge einfach so funktionieren und nicht anders funktionieren. Und diese Fähigkeit ist immer wichtig. Sie gehört ja gewissermaßen zur neuzeitlichen Wissenschaft dazu, der Bereitschaft, alles immer wieder in Frage zu stellen, eben auch die Grundlagen immer zu reflektieren. Nicht, weil die Grundlagen falsch sein müssen, sondern weil es uns halt bessere Forschung ermöglicht, dieser endlose Rekurs bis zu den ganz fundamentalen Dingen. Ja, solche ungehemmte Forschung sollte selbstverständlich sein, aber sie ist es oft nicht, weil sie eben auch an Infrastrukturen hängt und an einer Umwelt, die solche Fragen ermutigt. Und in diesem Sinne schaue ich eben auch auf diesen Masterstudiengang Agriculture, Ecology and Societies, AGES, habe ich jetzt gelernt, dass man das Deutsch und nicht Englisch ausspricht, das eigentlich gar kein richtiger Studiengang ist, sondern doch eher so ein großes Feld von Möglichkeiten, in dem Studierende eigenverantwortlich, angeleitet, betreut, aber eben letztlich in eigener Verantwortung arbeiten können, indem sie Schwerpunkte setzen können, Arbeitsfelder wählen können, Themen, Methoden und nicht zuletzt die Fragen selbst finden und definieren können. Und ich betone die Fragen hier, weil das so ein Thema ist, bei dem man als Historiker immer besonders gefragt ist. Also jeder Historiker lernt im Geschichtsstudium irgendwann Johann Gustav Droysen kennen, den wichtigsten Geschichtstheoretiker des 19. Jahrhunderts, der einer seiner zentralen Sätze war, die Geschichte als Wissenschaft beginnt mit einer Frage. Und in der Frage zeigt sich das Genie des Historikers oder dessen Fehlen. Und ja, wenn man das so mal in den Raum stellt, kann man auch sagen, vielleicht ist das ja nicht nur eine Sache, die für die Geschichte gilt, sondern eben auch für viele andere Fächer und die gerade für interdisziplinäre Arrangements von Bedeutung sein kann. Denn gerade wenn man sich mit mehreren Disziplinen herumschlägt, ist das Risiko groß, dass man sich verläuft und irgendwann gar nicht mehr so richtig weiß, was ist denn meine eigene Frage? Es ist ja verlockend, gerade wenn man mit verschiedenen Fächern zu tun hat, sich einzulesen, reinzudenken in die Logik von Fächern, die einem erstmal nicht vertraut sind. Nichts gegen Neugierde und Faszination von neuen Feldern. Das ist ein Teil der Romantik, die mit interdisziplinärer Forschung sich verbindet. Aber am Ende braucht es eben eine Frage, die systematisiert und klärt, wohin man geht. Ja, diese Bereitschaft, über Fragen nachzudenken, ist immer wichtig und vielleicht ist sie gerade in den Zeiten, in denen wir leben, besonders wichtig. Inzwischen ist das ja so ein Standardsatz jeder Zeitdiagnose geworden, dass wir in ungewissen Zeiten leben, in denen es einfach jede Menge Krisen gibt. Und ich den persönlichen Bemerkung sagen, wenn Sie in England leben in den letzten 10 Jahren, haben Sie noch ein paar extra Krisen dazu, ne? Und man hat dann auch so das Gefühl, man ist so wie eine Achterbahn, in der man irgendwann wieder raus möchte. Aber zugleich ist das natürlich auch eine großartige Situation für Forschung, ne? Ausgetretene Pfade verlassen, beziehungsweise man wird ja quasi rausgeworfen, aus der Spur geworfen, wenn man die alten Fragen weiter folgt. Da muss man sich neu orientieren, neu nachdenken, eben bis hin zu diesen grundsätzlichen Fragen. Was wollen wir wissen? Von was ist wichtig und wie definieren wir das? Und gerade wenn wir von Agrarproduktion reden, ist ja diese Erfahrung von multiplen, sich überlappenden Krisen überhaupt keine neue. Sie alle wissen das. Es gibt eine Biodiversitätskrise, es gibt die Klimakrise, es gibt die Erosionskrise, es gibt Ressourcenkrisen, wenn Sie etwa an Phosphatdünger denken. Es gibt das, was man vielleicht eine Monopolkrise nennen könnte, diese Konsolidierung von Firmen, wo man um bestimmte Großkonzerne einfach kaum noch drumherum kommt, weil es einfach kaum noch andere Firmen im gleichen Markt gibt. Und natürlich geht es immer auch um den ländlichen Raum als eine Lebenswelt. Landwirt ist eben nicht nur ein Beruf. Und ja, da gibt es eben keine offenkundige Hierarchie. Wir können nicht einfach sagen, die Krise ist die wichtigste und alle anderen sind irgendwie nachgeordnet. Jede Landwirtschaft ist ein Balanceakt zwischen verschiedenen Anliegen. Und das ist auch das, was mich immer wieder zurückgebracht hat zu diesem Thema Landwirtschaft. Ich habe mal vor Urzeiten eine Dissertation gemacht über Luftverschmutzungsprobleme. Da war das Koordinatensystem klar. Ne? Luftverschmutzung ist nicht gut, sollte reduziert werden. Und dann guckt man sich an, wie verschiedene Politiken gefunden und gemacht werden und bewertet dann jemals danach, wie viel sie mit welchem Aufwand geschafft haben. So einfach ist das bei Landwirtschaft nicht. Da muss man eben immer die verschiedenen Dimensionen mitdenken. Das ist stressig, das ist anstrengend, aber eben auch intellektuell reizvoll. Und von daher ist das ganz gewiss kein Studiengang, bei dem die Lernziele jetzt schon feststehen und Sie nur noch schauen müssen und die Studierenden das auch alles so hinbekommen. Das ist eine Einladung zum Abwägen.
zum Nachdenken, zum Suchen. Und ich hoffe, dass Sie als Dozenten sich da auch als nicht nur Lehrende, sondern eben auch Mitsuchende verstehen. Ja, und der Rest dieses Vortrags ist gewissermaßen mein Versuch, mal vorzuleben, wie eine solche grenzüberschreitende Forschung aussehen kann. Und die beginnt mit einer ganz einfachen Frage. Also nach Droysen müssen Fragen ja nicht kompliziert sein, damit sie gut sind. Nämlich das beginnt mit der Frage, warum gibt es eigentlich Monokulturen? Die andere Frage, die ich gerade habe, ist, warum geht der Laptop jetzt nicht? Gucken wir. Das hier drücken muss? Nein. Nein. Okay. Aha. Eine Frage haben wir gelöst, die andere Frage steht noch im Raum. Warum gibt es eigentlich Monokulturen? Kann man sagen, ist so eine naive Frage. Es gibt sie überall. Ne? Wenn man von Bananen im globalen Süden redet oder Kaffee, Zuckerrohr, Äpfel, Weinanbau in Deutschland, den Sojabohnen aus Brasilien, den Maisfeldern, die wir in vielen Ländern sehen. Und dann, wenn wir in den Bereich der Tierhaltung reingehen, auch Massentierhaltung ist ja eine Form von Monokultur, die inzwischen ja auch in der Fischerei, in der Aquakultur dominiert. Immer wieder sehen wir, dass unter den Bedingungen des modernen Kapitalismus Produktionsregime sich auf eine einzelne Spezies konzentrieren. Das muss nicht unbedingt völlig absolut sein. Wenn Sie etwa in den Mittelwesten der USA gehen, dann haben Sie da Fruchtfolgen, die Mais und Soja kombinieren, wenn man das noch eine Fruchtfolge nennen möchte. Oder wenn Sie nach Jamaika gehen, dann sehen Sie Bananenplantagen, wo auch Kokosnussplantagen dazwischen stehen. Das ist hilfreich, wenn mal wieder ein Hurricane vorbeikommt. Also man darf die Definition von Monokultur nicht sozusagen rigoros biologisch verstehen. Irgendeine andere Art findet man immer zur Not mit dem Mikroskop. Aber wenn man dann genau hinschaut, sieht man schon, meist ist es dann doch ein Betriebszweig, der dominiert, der den Rhythmus vorgibt, der die Investitionen diktiert, auch die Umweltfolgen diktiert und die mentalen Innenwelten. Und so steckt hinter der Vielfalt, die man im Supermarkt findet, dann doch meist eine Konzentration auf einzelne Produzenten, einzelne Regionen. Eines der Projekte, die ich betreue in diesem Projekt, ist ein Projekt über den Mandelanbau in Kalifornien. Mehr als 2/3 der Mandeln weltweit kommen aus Kalifornien. Da sieht man mal, welche extreme Formen der Konzentration möglich sind in der Moderne. Also, wohin wir schauen in der Welt der Landwirtschaft, in ganz unterschiedlichen Regionen, ganz unterschiedlichen Produkten, immer wieder dieser Hang zu dem einen Produkt. Da würde es naheliegen zu sagen, dann muss es doch irgendwie eine überzeugende Theorie geben, ein Paradigma, ein Konzept, das uns zeigt, dass das eine gute Idee ist. Tatsächlich gibt es das nicht. Es gibt keine Theorie der Monokultur. Und wie seltsam das ist, merkt man eben nur, wenn man sich andere Projekte der globalen Moderne anschaut, ne, für den Rechtsstaat, für wissenschaftliche Forschung. Da gibt es einen bestimmten Set von Regeln. Wir wissen alle, das ist nicht alles, was das Handeln bestimmt. Aber es gibt zumindest so eine Idee von Forschung, wie sie idealerweise aussieht, vom Rechtsstaat, wie sie ausgeht. Es gibt so ein bisschen Regeln. Monokultur ist vielleicht das größte Projekt der globalen Moderne, das wir betreiben, ohne dass wir ein brauchbares Paradigma hätten. Was es natürlich gibt, ist jede Menge Belege, empirische und konzeptionelle Belege für den Wert der Vielfalt. Es spricht viel für Vielfalt, nicht nur ökologisch und sozial, aber eben auch gerade betriebswirtschaftlich und politisch. Und die Grundidee dieses Projekts, das ich Ihnen hier vorstelle, ist, wenn man etwas nicht konzeptionell erklären kann, wenn man kein Paradigma findet, ja, versuchen wir es doch einfach mal historisch. Ne? Wir versuchen mal zu gucken, wie wir eigentlich zu dieser Situation gekommen sind, wie der Weg ist, ob es da bestimmte Schwellen gibt, bestimmte immer wiederkehrende Motive. Wir schauen uns ganz unterschiedliche Monokulturen an und gucken mal, ob sich da beim Vergleich etwas herausstellt. Bestimmte Motive, bestimmte Kontexte, Formen der Krisenbewältigung und nicht zuletzt Einsichten, die man immer wieder findet. Und es gibt eine Einsicht, die man immer wieder sieht, wenn man sich mit der Welt der Monokultur beschäftigt, nämlich, dass die Probleme der Monokultur nicht etwa etwas ist, was der Historiker erst im Rückblick entdeckt. Ganz im Gegenteil. Das ist etwas, was die Menschen selbst gesagt haben und oft auch die Menschen, die die Monokulturen selbst betrieben haben. Nicht nur jene, die von den Nebenfolgen betroffen wird. Immer wieder findet man da Zweifel, Zögern, Warnungen, gerade auch in den Anfängen, wenn sich so ein bestimmter Drift in eine bestimmte Richtung abzeichnet. Ich habe schon ein bisschen erwähnt, dass mein Projekt ja so eine gewisse Vielfalt der Welt und Vielfalt der Monokultur einfangen möchte. Wir haben Mandeln mit Weinanbau, mit Eukalyptusbäumen, mit Getreideproduktion, aber da wird auch vieles andere, mit dem ich mich beschäftige. Und
hat man ja so ein bisschen auch die große Auswahl. Ich möchte ein bisschen die Vielfalt der Agrarproduktion der Welt einbeziehen und ja, auch sozusagen jene Orte bereisen, die vielleicht nicht die attraktivsten Reisedestinationen sind. Ich ein bisschen jetzt Heroismus der Forschung, die ich jetzt betreibe, aber Sie können das Ausmaß meines persönlichen Opfers, das ich hier in meiner Forschung betreibe, ermessen, dass ich meine erste Forschungsreise im Januar 2022 nach Florida geführt habe. Zur großen Überraschung eines der Grenzbeamten, aber das vertiefen wir mal nicht hier. Also, um die Orangen mir anzugucken und deren Probleme. Orangen ist eine der zwei Standbeine der Landwirtschaft in Florida, jedenfalls historisch. Inzwischen ist Zuckerrohr auch groß, aber historisch sind es eigentlich Rinder und Orangen. Und Orangen sind so wichtig, dass es da seit den 30er Jahren ein eigenes Department of Citrus gegeben hat. Dieses Department of Citrus gab 1939 einen Bulletin raus mit dem Titel Citrus Growing in Florida. Ja, wenn man sich das also anguckt, ne, Citrus als einer der Sektoren der Landwirtschaft. Und wenn wir von Florida reden, ne, vergessen Sie alles, was Sie jetzt mit Florida assoziieren. Also ob das Disney ist, ob das Militär ist, ob das Raumfahrt ist, ob das die Tourismus ist, die Immobilienhaie, das alles gibt es entweder noch gar nicht oder in kümmerlichen Anfängen, als dieses Bulletin geschrieben wird. Es geht um einen zentralen Sektor der Wirtschaft von Florida. Es spricht das Department of Citrus. Da will man erweitern, dass das hohe Lied der Zitrusproduktion gesungen wird. Tatsächlich lesen wir in diesem Bulletin Folgendes: One crop farming has never been entirely satisfactory to the farmers who have tried it. Where there is a diversity of crops, the labor and equipment can be much more efficiently employed throughout the year than where only one crop is produced. Das ist ein Satz, der sich 1939 findet, der dann in späteren Ausgaben wegfällt, war dann irgendwie doch unpassend, weil das natürlich vielleicht dagegen ist. Aber es ist überhaupt ganz charakteristisch, dass man hier, und Sie sehen, die Motive, die erwähnt werden, die Motive zielen auf die Interessen der Produzenten selber. Es geht nicht um die Externalitäten. Ganz ähnliche Situation in Südrhodesien nach 1945, das ist das heutige Simbabwe, wo nach 1945 der Tabakanbau boomt. Es war so sehr, dass das heutige Simbabwe zeitweise der zweitgrößte Tabakproduzent der USA war. Der größte ist natürlich die USA. So eine dieser Situationen, die faszinierend sind, weil eigentlich alles da ist, um einen Boom zu haben. Es gibt einen Bedarf für Tabak. Die damaligen britischen Raucher konsumieren amerikanischen Tabak. Das ist nicht gut für die Lunge, aber ist auch nicht gut für die britische Zahlungsbilanz, die nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich ziemlich miserabel ist. Deswegen versucht das britische Empire unbedingt irgendeinen Ort zu finden, wo man eigenen Tabak anbauen kann. Es gibt im Südrhodesien eine Tradition des Tabakanbaus in kleinerer. Es gibt eine Menge Einwanderer nach 1945. Das ist so richtig der große Siedlerboom in Südrhodesien. Es gibt eine Menge Land. Klar, das wurde den Schwarzen weggenommen, aber das stört die Leute nach 1945 erstmal nicht so sehr. Und es gibt auch keine Konkurrenz für die Landnutzung. Tabak ist das Produkt, was einfach am besten passt auf die ökologischen Bedingungen, die man da heißt. Da erwartet man vom Landwirtschaftsministerium doch so eine Art Goldgräbermentalität. Tja, tatsächlich findet man dann diese Warnung vom Landwirtschaftsminister von Südrhodesien im August 1947, als die Zahl die gerade rasant stieg. In the event of another maize shortage next year, the country will be forced to impose sanctions of some kind on those who do not grow maize. Verdammt nochmal, vernachlässigt nicht den Maisanbau. Ich glaube, die meisten hier werden wissen, dass Mais in Afrika Grundnahrungsmittel ist, also wichtig ist für Subsistenz. Bei allem, was ihr mit Tabak macht, treibt es nicht zu bunt. Solche Warnungen findet man immer wieder. Und das zeigt, dass das, was ich sozusagen hier erwähnt habe, die Krisenhaftigkeit der Monokultur, das ist keine rückblickende Erkenntnis, das Besserwissen des Nachgeborenen. Das Bewusstsein ist da. Aber natürlich ist noch etwas anderes da, nämlich diese Hoffnung, es würde schon irgendwie gehen, man würde schon irgendwie durch. Und deswegen lassen wir eben jemanden lassen jemanden eintreten hier, das Zoom. Das kam hier bei mir gerade auf. Das müssen wir dann bei der Aufzeichnung mal wieder rausschneiden, diese kleinen technischen Pannen hier. Ne? Okay, aber mein Punkt ist sozusagen hier, wenn wir von Monokultur reden, dann reden wir im Grunde genommen von einer Form des magischen Denkens. Und bei Magie bitte jetzt nicht an Hokuspokus und an übernatürliche Kräfte denken, sondern einfach an etwas, was wir rational nicht erklären können, was aber eine gewisse Ausstrahlung hat, Menschen in ihren Bann hat. Denn das magische Denken täuscht darüber hinweg, dass wir Geschichte von Monokultur schreiben könnten als ein ständiges Kämpfen mit Krisen, die sich überlappen, die sich miteinander verschränken und vor allem, die nie weggehen.
haben natürlich ihre Konjunkturen, das haben ja alle Krisen, aber es gibt ganz wenige Krisen, die wirklich enden. Und man kann damit Geschichte der modernen Landwirtschaft schreiben als eine Art globales Improvisationstheater, wo also ständig Lösungen gefunden werden müssen, um die Permanenz oder das Überleben von Monokulturen zu ermöglichen. Und all das würde ich eben nicht nur als eine Geschichte schreiben, das ist immer das, was den Historikern leicht fällt, ne? Geschichten schreiben, dicke Bücher schreiben, die in die Bibliotheken gehen. Ist mir auch ein Anliegen, das so zu formulieren, dass man damit auch in anderen Disziplinen arbeiten kann und dass man nicht nur sozusagen das Wissen bei uns akkumuliert und dann kommen irgendwann mal Agrarleute aus Witzenhausen, die einen einladen, sondern dass man das eben so formuliert, dass es Eingang finden kann in andere Disziplinen. Deswegen habe ich etwas gemacht, was man eigentlich als Historiker gar nicht machen darf, nämlich ein eigenes Gesetz formuliert. Aber Gesetze können ja unterschiedliche Formen annehmen. Meine Inspiration für mein Gesetz der Monokultur kommt von Eleanor Ostrom, die wahrscheinlich die meisten hier kennen werden über ihre Arbeiten über die Allmende. Was vielleicht weniger bekannt ist, Ostroms Arbeiten haben sich auch verstanden als eine Kritik an dieser exzessiven Modellierung und Quantifizierung, die ja gerade in den Wirtschaftswissenschaften doch ziemlich dominant ist. Ne? Der Ansatz von Ostrom war, wir gucken uns mal an, wie Allmende in der Praxis funktioniert und arbeiten dann von da vor. Und all das, was sie da machte, war eben kein Modell, sondern a framework. Das ist ihre Formulierung in Governing the Commons. Deswegen ist auch das Ostromsche Gesetz nicht von Ostrom persönlich formuliert, sondern von einer Kollegin Lee Fennell, die beim 20-jährigen Erscheinen von Governing the Commons sagte, dass Folgendes das Ostromsche Gesetz sein sollte. A resource arrangement that works in practice can work in theory. Also wir gucken uns einmal an, was in der Praxis funktioniert, und versuchen wir darauf theoretische Modelle aufzubauen. Das finde ich, wie gesagt, befreiend, inspirierend, aber es ist etwas, was vielleicht noch ein bisschen weiter treiben kann und vielleicht noch weiter treiben muss. Denn wenn wir Monokultur so betrachten, wie ich das gerade skizziert habe, als ständige Improvisation, ständiges Kämpfen mit Krisen, bei dem man immer wieder versucht, die Kurve zu bekommen. Manchmal kriegt man nicht die Kurve, manchmal sehr oft dann eben doch, aber dass das eben bedeutet für mentale Innenwelten und was das eben auch bedeutet für den Status von Krisenmanagement, dass jede Vorstellung von Normalität, Stabilität einfach absurd ist. Ja, dafür braucht es vielleicht so etwas wie eine Radikalisierung von Ostroms Law und das sieht dann vielleicht so aus: A resource arrangement that cannot work in theory can stumble on in practice. Das ist jedenfalls das Motto meiner Forschung. Das können Sie jetzt auch einrahmen als Frank's Law of Monoculture mit der schönen Abkürzung FLOM. Natürlich ist Absicht, dass das Ganze nicht ohne ein Grinsen zitiert werden kann. Ja, also das ist sozusagen mein Leitmotiv, hier so ein heroisches Scheitern zu verstehen, das ständige Durchmogeln. Und wenn man das möchte, dann muss man natürlich damit anfangen, ja, warum machen Menschen das eigentlich aus? Was sind die Motive, die sich hinter dem Trend zur Monokultur verbergen? Es gibt, wie gesagt, keine Theorie, kein Paradigma, aber es gibt subjektiv gute Gründe. Allen voran ist es die unendliche Gier des modernen Kapitalismus, der keine natürliche Grenze mehr kennt und damit eine Abkehr ist von dem, was wir über Jahrtausende als Landwirtschaft betrieben haben, wo die Subsistenz doch sehr oft das Erste war, woran man gedacht hat. Sie sehen, wenn Sie sich etwa das Zitat über Südrhodesien anschauen, ne, Sie sehen, wie schwer das fällt, auch gerade einem Landwirtschaftsminister, der eigentlich sozusagen auf die Exporterlöse schielen sollte, wie sehr da dieses Subsistenzdenken noch da ist und wie sehr sozusagen die Angst da mitspielte, wenn wir jetzt zu sehr auf Tabak setzen, dann haben wir nicht mehr die Lebensmittel, um uns zu ernähren und schlittern rein in ein großes Problem. Also da sieht man, wie diese Subsistenzorientierung noch in den Köpfen steckte und wie all das, was wir bei Monokultur diskutieren, eben eine radikal andere Logik ist. Vormoderne Landwirte fürchten den Hunger, heutige Landwirte fürchten den Bankrott. Und das macht einen grenzenlosen Unterschied. Das zweite Motiv ist die Erfahrung von Innovation. Also die Erfahrung, dass man mit den Mitteln von Wissenschaft und Technik tatsächlich Grenzen verschieben kann. Ertragsgrenzen, Widerstandsgrenzen. Man kann tatsächlich mehr Ertrag pro Hektar haben, mehr Fleisch, je Zentner Kraftfutter und so weiter, wenn man bestimmte Mittel inkrementell arbeitet. Natürlich ist das nie ohne Preis und über diesen Preis muss man auch in einem solchen Projekt reden, aber diese Urerfahrung, man kann Mutter Natur
systematisch verbessern, wenn man den entsprechenden Auftrag betreibt, ist wichtig. Und diese Erfahrung von Innovation und vor allem auch die theoretische Grenzenlosigkeit, dass es keine offenkundige Grenze von Innovation ist, hängt an dieser Vision. Es gibt noch einen dritten Grund, warum der Trend zur Monokultur in ganz unterschiedlichen Teilen der Welt dominiert, nämlich das ist eine Hoffnung auf Einfachheit. Nämlich immer wieder diese Hoffnung, wenn man sich in seinem Betrieb spezialisiert, dass die Dinge dann einfacher werden, dass sie überschaubarer werden, transparenter, kontrollierbarer, steuerbarer. Das ist so eine dieser fixen Ideen, über die man immer wieder stolpert. Als ich mich mal mit Landwirtschaft in Bundesrepublik beschäftigt habe, nach 45 war so einer der Schlüsselbegriffe, die auftauchten, Betriebsvereinfachung. Das war genau das. Ne? Wir schaffen die Vielfalt der Tiere ab, wir machen engere Fruchtfolgen. Das war so ein magischer Begriff, Betriebsvereinfachung, wo das eben greifbar wurde. Diese Hoffnung, Monokultur würde alles einfacher machen. Und regelmäßig ist dann eben die Erkenntnis, es wurde eben nicht einfacher. Monokultur ist eigentlich einfacher, sondern auf seine ganz eigene Art und Weise kompliziert, weil man sehr schnell mit Folgeproblemen zu kämpfen hat. Sind 3 Motive. Es gibt noch ein viertes. Einfach irgendwie ging es halt doch die Erfahrung. Man kam irgendwie durch. Es gibt ja diesen Teil des Rheinischen Grundgesetzes, das ich jetzt zitieren könnte, wenn ich Rheinländer wäre, es hätte noch immer Jod gejange. Ne? Ich bin ja dummerweise Westfale, da darf ich nichts Rheinisches zitieren, aber dieses Motto, ja, irgendwie kommt man halt doch durch. Wenn man Krisen überstanden hat oder jedenfalls sich irgendwie durchgemogelt hat, es gibt sozusagen Wege des Krisenmanagements, die man finden kann. Und das ist eben auch ein Ziel dieses Projektes, zu gucken, was gibt es da für Muster, was für Wege des Krisenmanagements. Wie gesagt, wir wollen nicht so eine Mehrzahl von Einzelschulen haben und sagen, da macht man so, da macht man so, sondern immer gucken, was sind sozusagen die Muster, was sind die Wege, die da regelmäßig auftauchen. Und die Idee des Projektes ist, dass man am Ende dieses Projektes vielleicht sowas hat wie eine Blaupause, einen Plan, mit dem man in Monokulturen ganz unterschiedlicher Art hingehen kann, gucken kann und das mit besserem Blick sehen kann, wenn bestimmte Lösungsmodi auftauchen, bestimmte Figuren auftauchen. Nicht alle Krisen sind gleich natürlich in der Landwirtschaft, aber sie sind doch schon erstaunlich ähnlich, einfach deshalb, weil bestimmte Naturgesetze dann doch gelten. Das ist was ich meinen Historikerkollegen immer erzähle. Ne? Es gibt ja den großen Trend der Globalgeschichte schon seit einigen Jahren. Und wenn man global geht, es wird sehr schnell sehr kompliziert, aber Umweltgeschichte kann es ein bisschen einfacher machen. Denn ne, wenn man Monokultur macht, ist es regelmäßig so, die Krankheitsprobleme und die Insektenprobleme nehmen zu. Es sind unterschiedliche Krankheiten, unterschiedliche Insekten, aber die schlichte Tatsache, wenn man viele Vertreter derselben Spezies auf engem Raum hält, dass dann eben die biologischen Gefährdungen explodieren, die ist tatsächlich eine Gemeinsamkeit. Und da kann man sozusagen, ja, Stichworte kennen Sie alle, ne? Vom Kaffeerost, afrikanische Schweinepest, Panama-Krankheit bei Bananen, das sind alle so die Krankheiten, die ähnliches Gefahrenpotenzial haben, Folgen haben für mentale Welten und Handlungsweisen. Ich erzähle das immer so meinen Kollegen, wenn sie sich über Covid aufregen und wie das alles neu war. Ne? Redet mal mit Landwirten, die Massentierhaltung betreiben, die kennen das. Also versucht da besser nicht mit der schrecklichen Maske aufzukommen, denn das geht ein bisschen drüber hinaus, wenn man in den Stall rein möchte, was man da machen muss. Also die Folgen, auch was das für Menschen bedeutet, wie man da bestimmte Verhaltensweisen routinisieren muss und eben nicht sich den einen Fehltritt erlauben kann. Das ist doch eine Art von Innenwelt, ne? Was das bedeutet, mit Viren und der Möglichkeit der Infektion zu leben. Ja, das alles, was jetzt gerade wieder aus dem kollektiven Gedächtnis verschwindet in der Gesamtgesellschaft, ist Teil der Verhaltensroutinen in der Landwirtschaft. Ja, und was eben noch dazugehört, ist, dass sehr viele von diesen Krankheiten letztlich nicht aufhaltbar waren, wo es letztlich darauf hinausläuft, dass man irgendwie lernen müsste, damit zu leben. Lösungen gibt es für Einzelprobleme, aber nicht für die Probleme von der Monokultur als Ganzes. Also, was findet man so an übergreifenden Mustern der Krisenbewältigung? Ein ganz wichtiges Thema ist Forschung als ein Reparaturbetrieb. Das ist gewissermaßen die andere Seite der Forschung, die ich erwähnt habe. Es geht eben nicht nur um die Optimierung von Leistungen, also dieses inkrementelle Verbessern an vielen kleinen Stellschrauben, sondern es gibt eben auch die Aufgabe an die Forschung, Umgangsweisen für Probleme zu finden, seien es Pestizide oder Herbizide. Also Chemie ist natürlich ein ganz wichtiges Teil dieser Geschichte, mit denen man glaubt,
Pestizidprobleme, ja, am Anfang glaubt man kriegt sie damit total in den Griff. Das erledigt sich meist ziemlich schnell. Dann merkt man, es ist doch bestenfalls ein Weg, manche Probleme in den Griff zu bekommen. Man kriegt damit andere wieder. Es gibt die Umstellungen auf andere Arten, wenn ich vor Konsumenten rede, erwähne ich mir das Beispiel der Banane, also dass die Banane, die wir heute essen, eine andere ist als die wir vor 1960 gegessen haben. Das hängt mit der Panama-Krankheit zusammen, die Umstellung von Gros Michel-Bananen zu Cavendish-Bananen initiierte, die um 1960 sich vollzog, so ein Musterbeispiel für das, was Großkonzerne machen könnten, weil die Banane anders aussah, die schmeckte anders, aber wenn der Großkonzern die Banane weiter an die Banane verkauft, kam man damit jedenfalls in den 60er Jahren irgendwie durch. Also das sind so einige der Lösungen, die gefunden wurden durch Forschung als Reparaturbetrieb. Es ist nicht nur eine Aktivität, es ist oft auch der Anfang von Institutionalisierung. Das ist jedenfalls ein Muster, das ich immer wieder gefunden habe, jedenfalls so bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts, dass sehr viele wissenschaftliche Einrichtungen gegründet werden, nicht in dem Moment, in dem Monokulturen entstehen, sondern in dem Moment, in dem sie in die Krise kommen. Und wo dann so ein Forscher, ja, so in der Manier von Fallschirmjägern, abspringen und eben ganz schnell eine Lösung finden muss für dieses Problem. Wenn sie es schaffen, ist das oft der Beginn einer Karriere, weil sie das Argument machen können, na, vielleicht beschäftigt mich weiter, ich kann mich auch um andere Probleme kümmern. Wenn es nicht schaffen, ist das sehr schnell das Ende von Karrieren. Also die Erwartungen sind da ganz klar. Die Idee von Freiheit der Forschung ist da eine sehr relative. Ab der Mitte des 20. Jahrhunderts hat man dann meist die Situation, dass Forschungseinrichtungen existieren, aber immer wieder diese Situation, Forschung muss Reparaturen, Wege finden, durchzukommen und gefälligst nicht irgendwelche Fragen stellen über den Kontext. Warum sind wir eigentlich in der Situation, diese Lösungen finden zu müssen? Und dieser enge Rahmen von Forschung ist natürlich etwas, was ein Problem ist. Eine große Frage bei diesem Projekt ist natürlich, wie sieht das eigentlich langfristig aus? Bislang kann man sagen, Forschungs- und Reparaturbetrieb hat zumindest Lösungen gebracht, also dafür gesorgt, dass viele Monokulturen weitergehen können. Große Frage ist das etwas, was einfach beweist, wie toll wissenschaftliche Forschung ist und wie sie immer wieder Lösungen finden werden? Oder läuft uns gerade so ein bisschen, holen uns gerade die Probleme ein? Ich habe das Beispiel von Florida erwähnt. In Florida ist der Niedergang des Orangenanbaus auch biologisch determiniert. Citrus Greening ist die Krankheit, die 2005 erstes Mal ausgebrochen ist, sich weiter verbreitet, natürlich intensivst beforscht wird, aber ja, nach fast 20 Jahren hektischer, intensiver Forschung gibt es immer noch kein Gegenmittel dagegen. Das ist eine ganz faszinierende Situation, wo man, vor allem wenn man als Historiker weiß, das ist echt nicht die erste biologische Gefährdung von Citrus in Florida. Seit dem späten 19. Jahrhundert kommt da sozusagen eine Gefährdung auf die andere. Sie schaffen es immer wieder irgendwie, die Kurve zu bekommen, aber jetzt kommt eine Gefährdung, mit der man einfach nicht klarkommt. Jedenfalls Stand derzeit. Eine ähnliche Situation wie bei anderen Themen. Wenn Sie an Xylella fastidiosa und die Olivenbäume im Mittelmeerraum denken, die auch bei Mandelanbau inzwischen ein Riesenproblem sind. Kaffeerost, ne, der wichtigste Pilz, der Kaffeeanbau gefährdet. Lange, weil global pandemisch so ein Problem, das man glaubt, im Griff zu haben, jetzt wieder auftaucht mit dem Klimawandel und Ausbrüche sieht, die alles, woran man sich gewöhnt hatte, übersteigen. Also da wäre ich auch interessiert an Ihrem informierten Feedback zu solchen Fragen. So der dumpfe Eindruck, der sich bei mir so festsetzt, ist, vielleicht werden wir in 100 Jahren die Geschichte von Monokultur schreiben als der kurze Moment in der Geschichte, wo wir den Krankheitserregern voraus waren. Wir erleben gerade eine Globalisierung der Krankheitserreger, die dafür sorgen, dass Monokulturen dann größere Probleme bekommen, niedergehen werden. Es kann natürlich auch sein, dass in 100 Jahren sagen wir, das Reparieren ging irgendwie dann doch weiter. Wichtig ist mir eben für beide Szenarien zu schreiben, aber ob wir in 100 Jahren noch so sagen können, wir haben es doch sehr oft geschafft, mit Forschung zu reparieren, ist eine sehr offene Frage. Aber wenn ich von Mustern der Krisenbewältigung rede, sollte ich unbedingt auch über die Rolle des Staates reden. Nämlich der Staat als ein Schutzpatron von ökonomisch prekären Monokulturen. Das ist natürlich zunächst verbunden mit dem ersten Punkt. Sehr oft sind Forschungseinrichtungen staatlich finanziert oder waren es jedenfalls, die staatlich finanziert sind. Also die Übernahme des privaten Geldes in der Agrarforschung ist eines der Probleme, die man gerade hier
richtig im Blick sieht. Selbst in den USA, die ja lange Zeit das nach meiner Einschätzung weltweit schlagkräftigste System der agrarischen Expertise von Forschung und Beratung für Landwirte hatte. Selbst in den USA sind in den 80er Jahren die Investitionen des privaten Sektors größer als die des Staates. Aber es gibt eben auch die Rolle des Staates als demjenigen, der eintritt, wenn die ökonomische Fragilität von Monokulturen offenkundig wird, dann, wenn Produzenten in Probleme geraten, die oft sozusagen Probleme sind des eigenen Erfolges. Es ist immer wieder erschütternd zu sehen, wie schnell es vom Boom bis zur Überproduktion geht und Überproduktion dann die Preise verfallen lässt. Und dann immer wieder der Ruf nach Protektion, nach Subventionen, nach Beschränkung für Konkurrenzen. Also das ganze Spektrum von staatlichen Machtmitteln, die da aufgerufen wird und eben auch geliefert wird, weil immer wieder das Argument ist, na, das ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, da hängen Arbeitskräfte dran. Es sind Investitionen, die wir nicht abschreiben wollen und dann schaut man mal, was man da von staatlicher Seite machen kann. Also dieses Subventionen eben nicht nur sozusagen klassisch marktbiologisch zu kritisieren als ein etwas, was sozusagen immer wieder ein Sündenfall ist der reinen Lehre, sondern etwas, was ein strukturelles Erfordernis ist, weil immer wieder staatliche Akteure vor der Alternative stehen, lasse ich einen wichtigen Sektor einfach verschwinden oder schreite ich da irgendwie ein? Und ja, welches Ausmaß diese Subventionitis haben kann, das haben wir in den letzten Jahren erlebt in den USA. Ich habe mir die Zahl mal rausgesucht. Der Anteil der staatlichen Subventionen am Einkommen amerikanischer Landwirte, der lag noch 2020 unter Trump bei 40%. 46 Milliarden US-Dollar sind da reingeflossen. Das hat natürlich was mit den Handelspolitiken, die Trump verfolgt hat, zu tun. Aber da sieht man, wie selbstverständlich Subventionen sind und wie sehr es eben ein strukturelles Erfordernis ist. Was halt nicht heißt, dass ich das jetzt verteidige, aber eben verstehe, das ist etwas, was es braucht, um so etwas wie Monokultur zu betreiben. Ja, Konsequenzen aus meinem Projekt, dass ich immer wieder sage, eines der wichtigsten Wege, wenn man über Wege aus der Monokultur rausdenkt, einer der wichtigsten Erfordernisse ist, dass diejenigen, die produzieren, für die Kosten des Krisenmanagements bezahlen müssen. Und irgendwie geschaut werden muss, dass man die Kosten der Subventionen eben auch wieder reinbekommt, also jenes bezahlt. Es gibt noch ein drittes Muster der Krisenbewältigung, das ich hier erwähnen möchte. Das ist im Moment auch so eine der größten Baustellen dieses Projektes, nämlich, dass wenn man sich mit Monokulturen beschäftigt und das eben im Vergleich macht, kommt man auch dauernd um die Einsicht nicht herum, das war ein sehr männliches Projekt. Und diese Männlichkeit hat Folgen, weil es für Monokultur doch einen sehr männlichen Habitus braucht, die ich hier mal sozusagen als Männer der Monokultur, als moderne Soldaten, das ist wie gesagt die Baustelle, in der ich gerade bin, aber überlege, dass sehr viel von dem, was ich bei den Männern, die Monokulturen am Leben hoffe, sehe, dann doch dem, was man bei modernen Soldaten sieht, verdammt ähnlich ist. Das Kämpfen mit Technik, das ist ja der moderne Soldat, der nicht heroisch und allein auf dem Schlachtfeld ist, sondern vor allem der jemand ist, der es weiß, mit Technik umzugehen und sie zielgerecht einsetzen kann. Der moderne Soldat kämpft im Team. Er ist überzeugt, dass er im Team verteidigen muss. Es gibt diese Kluft zu den Zivilisten, die man kaum überbrücken kann, nicht wirklich ständig machen kann, was man da eigentlich Tag ein, Tag aus tut, noch nicht retrospektiv wirklich erzählen kann, was das Militärische ausmacht. Und es gibt eben diese Bereitschaft, eine Mission durchzuziehen, ohne Fragen zu stellen. Also Befehlsverweigerung ist ja ein Tabu unter Soldaten. Und all das, was ich hier gefordert habe, die Möglichkeit, die Fähigkeit, sich über manche Dinge zu wundern, das ist etwas, was von Soldaten nicht gefordert wird und was eben auch von den Männern der Monokultur nicht gefordert wird. Dafür, um Monokulturen am Leben zu halten, brauchen sie Männer, die handeln und eben nicht kritische Fragen stellen und nicht darüber nachdenken, wie sie eigentlich zu dieser Mission gekommen haben und die gewissermaßen ihre Mission erfüllt haben, wenn sie die Monokultur irgendwie am Leben gehalten haben. Das Sieg ist die Ausnahme in der modernen Militärgeschichte und ist auch die Ausnahme in der Geschichte der Monokultur. Das, was man erreicht, ist gewissermaßen im besten Fall, dass man irgendwie es geschafft hat, die Linien zu halten und irgendwie es geschafft hat, eine Krise zu überleben, einen Zyklus zu überleben, noch weiter Profi zu machen. Es gibt noch einen wichtigen Aspekt, den man bedenken muss, wenn es um die Frage der Resilienz von Monokulturen geht.
Und das ist, dass wir diese Monokulturen eigentlich erst in der vertrauten Brutalität seit relativ kurzer Zeit machen. Es gibt nämlich starke Indizien dafür, dass der große, dass etwas nach 1945 passiert, was wirklich einen Bruch mit den Monokulturen davor markiert. Ich glaube, die meisten werden die Anthropozän-Diskussion kennen um die große Beschleunigung. Da klinke ich mich hier gewissermaßen ein. Und was man eben sieht in der Agrarpraxis, ist, dass die Monokulturen eine neuartige Dimension bekommen, dass sie ein neuartiges Trägheitsmoment haben. Wird einem deutlich, wenn man etwa einen Ort anschaut, der Monokultur in gewisser Brutalität erlebt hat, lange vor 1945. Ich rede von den Zuckerrohrplantagen der Karibik. In vielfacher Hinsicht gewissermaßen die Blaupause für Monokulturen. Eine Art von Agrobusiness, die in der Karibik ohne jegliche lokale Wurzeln, ohne lokale Bevölkerung, ohne lokale Pflanzen betrieben wird. Und die betrieben wird einfach nur des Geldes wegen. Das ist, es gibt kein Subsistenzelement jenseits von die Sklaven irgendwie zu ernähren. Es geht einfach nur darum, Zucker zu produzieren für den europäischen Markt. Und es geht eben auch darum, damit möglichst schnell reich zu werden. Aber dieses möglichst schnell reich werden impliziert ja auch schon, ja, dass die Investitionen, die man macht, ja, sich kurzfristig rentieren müssen. Also Stabilität ist gerade nicht das, was reingebaut wird. Also es gibt natürlich Inseln, die sehr lange Zuckerrohr produzieren, aber wenn man genauer hinschaut, ist es eben nicht so, dass das dieselben Konzerne sind, sondern man sieht sehr viel Mobilität und man sieht auch viele Leute, die, ja, die Besitzer sind ja meist gar nicht vor Ort, sondern es sind Abgeordnete Manager, die das betreiben und die versuchen einfach möglichst viel Geld zu akkumulieren und damit sie dann einfach weiter können. Das ist eine Art von Stabilität, die Instabilität, die dann doch die Monokulturen nach 1945 anders betreibt. Ne? Man sieht auch ökologisch, dass es noch eine Menge Puffer gibt. Also es gibt noch Wald, der nicht betrieben wird. Es gibt auch die berühmten Sklavengärten, also die Gärten, die Sklaven überlassen werden, damit sie eigenverantwortlich Lebensmittel anbauen können für die Eigenversorgung. Und zugleich so eine kleine Insel der Freiheit sind, auch dafür sorgt, dass die Sklaven vielleicht nicht weglaufen. Das ist immer die Angst der Sklavenbesitzer. Was kann man machen, um den Slawenaufstand bzw. das Weglaufen der Sklaven zu verhindern? Gewalt ist natürlich die allerwichtigste Lösung oder Drohung mit Gewalt, aber einer der Wege ist eben auch diese Gärten den Sklaven zu überlassen, spart außerdem bei den Ausgaben für Lebensmittel. Also diese Gärten, die man da sieht, sind ja auch sozusagen kein Phänomen nur der Karibik, sondern allgemein so etwas, was sehr oft Stabilität in ein Ernährungssystem reinbringt. Sieht man in Deutschland zum letzten Mal nach 45. Es gibt ja sozusagen nach 45 die große Agrarrevolution, aber zunächst ist nach 45 die Subsistenzproduktion im Aufwind. Dass sehr viele Leute, wenn sie es irgendwie schaffen, sich ein Stück Land besorgen und dafür Lebensmittel anbauen, um in diesen Hungerjahren eben durchzukommen. Und erst dann nach 50 und vor allem nach 1960 beginnt dann der große Push zur Konzentration, das große Bauernsterben. Das ist sozusagen nochmal das Muster, das sich über lange Zeit eingenistet hat. Da gibt es immer noch Puffer, ökologische Puffer in der Versorgung, gewisse Puffer. Die fallen aber reihenweise nach 1945 weg, weil es einfach ineffizient ist, im Garten Lebensmittel anzubauen, wenn sie billig im Supermarkt zu haben sind. Das kann man als Hobby weiter betreiben, aber nicht als etwas, was man noch braucht als Sicherheitsreserve. Diese Puffer werden aufgelöst und damit bekommt Monokultur auch eine neue Alternativlosigkeit. Alles, was ich gerade gesagt habe über Subventionen als strukturelles Erfordernis, wird damit noch immer noch größer und wichtiger. Ein wichtiger Aspekt ist dabei, dass 1945 auch die Energie billig wird, die billigen Rohstoffe wird eigentlich der kurze Moment in der Geschichte, in der man sich einbilden konnte, dass sowas wie Energie, sowas wie Bodenrohstoffe, für Landwirtschaft eben wichtig, die Kunstdünger, dass all das ja einfach so da ist, in jeder gewünschten Menge, nicht viel Geld kostet, ein paar Experten braucht und weiter gibt es Konzerne dafür. Man muss sich ja keine großen Gedanken darüber machen. So einen Moment gab es nur sehr kurz. Das waren die 50er und 60er Jahre und in den 70er Jahren war das dann schon vorbei. Aber wir merken an so vielen aktuellen Debatten, wie diese Boomjahre immer noch sozusagen mental nachwirken und diese Vorstellung von billiger Energie und billigen Rohstoffen immer noch irgendwie da ist. Und was es für Konsequenzen hat, das kann man sozusagen, mit billiger Energie kann man eben eine Menge Dinge machen, die sonst mehr Grips brauchen, mehr
Erfordernis brauchen. Das Beispiel, das ich da immer prägnant finde, ist der Umbruch von Bodenbearbeitung. Wenn Sie Bodenbearbeitung nehmen, traditionell geht es immer darum, dass Sie organisches Material in den Boden reinbekommen müssen, zum richtigen Zeitpunkt, der richtigen Dosis. Die Bodenbearbeitung wieder abstellen müssen, dass da genug Luft im Boden ist, dass die Bodenbakterien arbeiten können und dass der Boden dann aufgeht. Die Bodengare, ne, das kennt jeder Landwirt, ja, bis der Traktor kommt, ne, bis der Traktor es möglich macht, mit viel fossiler Energie denselben Effekt zu haben. Da geht man einmal mit dem PS-starken Traktor drüber, hat dann die Krümelstruktur, die man eben nicht mehr biologisch erzeugen muss. Ende des Problems. Da sehen Sie, wie das eben bei billigen Ressourcen eben auch drauf los sind, dass man ja nicht mehr Gedanken verschwendet, sondern Ressourcen, wenn man es mal bitter formulieren möchte. Und wenn man das alles so sieht, wie viel nach 1945 bedingt, kann man vielleicht sehen, diese Resilienz von Monokultur ist vielleicht nur eine optische Täuschung, dass wir das alles noch gar nicht so lange machen. Und was wir sozusagen gar nicht so richtig merken oder gerade zu merken beginnen, wie fragil das eigentlich ist. Jedenfalls hier in Mitteleuropa, wo man ja mit Ökologien und Böden auf Deutsch gesprochen eine ganze Menge Unsinn machen kann, bevor man es in den Produktionsziffern merkt. Das ist auch etwas, was man vielleicht bedenken sollte bei der Agrarrevolution, dass wir da in Mitteleuropa ja sozusagen Toleranzschwellen haben, die man ausgereizt hat, aber dass man sie ausreizt, merkt man eben erst relativ spät. Da kann man eine Menge Missbrauch und Ausbau machen. Aber all das sozusagen als so ein Ausblick mal auf einige Themen, die mich umtreiben bei diesem Projekt und so ein Versuch, da mal so Kontur zu zeichnen und Muster zu zeichnen für das, was man, und eben diese Lücke in dem konzeptionellen Universum der Agrarwissenschaften mal etwas zu füllen und zu zeigen, wie man sich das vorstellen kann, warum man mit Monokultur immer noch durchkommt, aber eben auch zu zeigen, das hat einen Preis und die Probleme sind nicht gelöst, sondern sind vielleicht gerade dabei aufzuschließen. Damit könnte ich eigentlich enden, aber ich möchte vielleicht noch einen Gedanken hier loswerden, der so ganz, ganz quer geht, aber der mir wichtig ist. Denn all das, was ich gerade gesagt habe, macht schon einen Fehler, der auch zur Monokultur gehört. Es geht doch letztlich um Produktion. Es geht letztlich um Gewinn. Es geht darum, die Lebensmittel zu produzieren, die die urbane Mehrheitsgesellschaft braucht. Gerade wenn man versucht, wie das dieses Projekt ja versucht, in den Kopf der Monokultur reinzukommen und zu verstehen, warum das funktioniert, gerade dann kommt man leicht darum, dieses System, auch die Rhetorik der Zahlen mitzuspielen und zu vergessen, dass es dann noch etwas anderes gibt, wenn es um Landwirtschaft geht. Es geht um Menschen, es geht um Lebensweisen und es geht um Glück. Und ich würde gerne mit Ihnen eine Erfahrung teilen, die ich vor einigen Jahren gemacht habe, als ich eine Einladung hatte nach Brasilien. Das sind nämlich Kollegen, die über Sojaanbau arbeiten in Chapecó, das ist Bundesstaat Santa Catarina, einluden für einen Vortrag. Und ein paar Tage bevor ich abflog, erfuhr ich, ja, wir haben eine Exkursion organisiert. Ne? Da hatte ich darum gebeten, dass ich auch mal sozusagen nicht nur die Hörsäle von Chapecó sehe, sondern einfach mal rauskomme in die Landschaft. Und dann hörte ich, wir gehen zu einem MST-Landwirt. Und ich dachte, oh Gott, ne? Also das MST ist die Bewegung der Landlosen in Brasilien, die mit Landbesetzungen kämpfte gegen die groteske soziale Ungleichheit, gerade auch auf dem Lande. Protestbewegung, zum Teil gewaltsam, zum Teil erfolgreich. Dieser Besuch fand statt in den ersten Monaten der Bolsonaro-Präsidentschaft. Ja, und da können Sie sich vielleicht vorstellen, was meine Angst war. Ich komme da als westlicher Wohlstandsbürger zu einem Landlosen, der irgendwie Hoffnung hat oder Hoffnung sich hofft, und dann steht man da und versucht, Worte zu finden, die es nicht geben kann. Ja, das war das, was ich fürchtete. Was ich traf, war dieser Mann auf seinem landwirtschaftlichen Betrieb, der nicht sehr groß war, aber der immerhin sein eigenes war. Das ist jedenfalls, was mir gesagt wurde. Das war einer der Landbesetzer, die es geschafft haben, dieses besetzte Land zu legalisieren und gesicherte Besitztitel zu haben. Und Sie sehen im Hintergrund ein bisschen von der Vielfalt. Das waren insgesamt über 70 Tier- und Pflanzenarten, die er in seinem Betrieb hatte. Also Sie sehen hier eine Weide, Rinderhaltung, es gab Zuckerrohr, es gab diverse Früchte, es gab einen Teich, es gab einen Waldanteil. Und über all diese Dinge konnte er kompetent Auskunft geben und mir sagen, was die Probleme waren, wie er diese Probleme bekämpft. Er war im Kontakt mit Beratungsinstitutionen, die da waren. Also dass man alles sozusagen Dinge, über die er reden konnte. Ich meine, es gab natürlich Sachen, also die Presse, die er nutzte für das Zuckerrohr. Wir haben also Zuckerrohrsaft,
Zuckersaft, haben wir getrunken, aber in der Situation schmeckt es plötzlich ganz wunderbar. Aber die Presse war so ein bisschen, also wenn ein deutscher Arbeitsschütze das sehen würde, der würde also Schnappatmung bekommen. Ne? Aber ja gut, das waren sozusagen die Mittel, die er hatte. Er hatte einen offenkundig gut laufenden Betrieb, hatte eine solide Bleibe, der wir auch zu Gast sein durften. Es gab nur eine Frage, bei der er perplex war, aber wieder keine Antwort hat. Das war die Frage, was er sich wünschen würde. Diese Frage hat er keine Antwort. Die war richtig irritiert. Ähm, Sein Landwirt, der es geschafft hat, eine Nische zu finden. Also das, was Sie hier sehen, wir sehen auch ein bisschen so, er weiß sich zu inszenieren, beziehungsweise die beiden wissen sich zu inszenieren. Die Frau macht etwas mit Naturheilkunde. Also sie haben eine Nische gefunden in einer Gesellschaft, die urban ist. Also es gibt Märkte in Chapecó, wo er seine Produkte verkaufen kann und Kunden hat, die eben bereit sind, auch ein bisschen mehr dafür zu bezahlen. Das ist kein Modell, das sich einfach universalisieren lässt und gewiss nicht eine Blaupause. Und natürlich braucht es eine Menge Grips, eine Menge Erfahrung, eine Menge Routine, eine Menge Mut, einen solchen Betrieb in Gang zu bekommen und eine Menge Arbeit sowieso. Aber diese Erfahrung, einen Menschen zu finden, einen glücklichen Landwirt zu finden, der es tatsächlich geschafft hatte, sich einen Ort zu finden, in dem er zufrieden war, das hat mich doch nicht nachdenklich gemacht. Und vielleicht ist das etwas, was ich auch Ihnen hier für den Studiengang mitgeben möchte. Es geht bei Landwirtschaft auch um Wege, glücklich zu werden. Und vielleicht sollte man ab und zu auch mal den Mut haben, das so offen auszusprechen. Danke.